wie ihr den Titel schon entnommen habt, gehen wir uns heute mal wieder Wohnwagen angucken. Marco. Vielleicht sag mal, okay, wir machen doch einen Wohnwagen, der eine Nummer kleiner ist. Nein, ich habe was rausgekriegt. Wir passen uns diesem Bett an. Hunger, Hunger, Hunger. Hauptsache weg. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg, mit dem Wohnwagen einfach los. Ein neuer Platz, ein neuer Blick, wir halten einfach an und finden auf dem Campingplatz das Glück. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. Ich habe erstmal einen Schock gekriegt, weil hier überall Hümer und Vans stehen und Wohnmobile. Ich dachte mir, wo sind die Wohnwagen? Jetzt hat die Maria gerade drin gefragt. Die haben auf der anderen Straßenseite haben die noch über 30 Wohnwagen stehen und die gehen wir uns jetzt mal angucken. Wir gehen mal hier rein. Schau mal, wie cool das hier ist. Hier kann man ringsherum gehen. Hier ist was. Hier ist aber wirklich was. Neben dem Bett ist das Badezimmer. Ich weiß nicht, für wen das ist. Ich weiß, für die Eltern, aber für die Kinder ist es nix. Wir gehen wieder raus. Das Knaus Südwind 460 EU für knapp 30.000. Hat 4 Betten, Modelljahr 2023. Schauen wir mal. Man hat halt hier so diese Ecke, wo man sitzen kann, die man vermutlich noch umbauen kann. Aber man merkt in diesem Wohnwagen echt nicht, dass er bis 235 breit ist. Das definitiv nicht. Dann gehen wir mal hinter und gucken uns die Betten an. Wie gefällt der dir? Hier kann kein einziges Kind schlafen. Das ist wahr. Nur Erwachsene, die keine Kinder haben. Das ist einfach eine Nummer zu klein für uns. Schränke, viel Stauraum. Hier hast du die Nachttischlampen leider nicht auf einer Schiene. Gibt jetzt Schienensysteme, wo du den hin und her rücken kannst. Das Ganze kannst du hier noch abtrennen. Also die Maria hat auch schon gesagt, vielleicht denk mal noch mal um. Vielleicht sag mal, okay, wir machen doch einen Wohnwagen, der eine Nummer kleiner ist. Der sieht von außen natürlich richtig edel aus. Der Wohnwagen ist winterfest und vielleicht machen wir doch mal einen Wochenendausflug mit Skiern. Aber es geht natürlich um die Inneneinrichtung. Da wir ja schon einen Wohnwagen eigentlich kaufen wollten und eigentlich einen optimalen Grundriss für uns hatten, ist es für mich echt schwer, jetzt wieder nach einem neuen Grundriss zu schauen. Weil den wir uns ausgesucht haben, den gibt es nicht einfach mal so auf dem Markt. Hier ist was Cooles. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist sogar Zahlen drauf. Und wie ein Haus ist der Tisch. Naja, hier könnt ihr zu viert, aber hier müssen hier dann noch welche sitzen, ne? Aber wenn ich mich hier hinsetze, Aber hast können auch noch. ja, es geht. 2 schlanke Menschen passen hier noch irgendwie neben mich. Guck mal, das ist cool. Hier ist Tiefkühl und Kühlschrank separat. Aber weißt du, was auch wieder total sinnlos ist? Jetzt wirklich an jeden Zweckmäßigen. Ach nee, geil. Ich habe was raus. Nein, ich habe was rausgekriegt. Pass auf, ich wollte jetzt gerade rummeckern und wollte sagen, warum geht die Kühlschranktür zu der Seite auf? Mal sehen. Aber bevor man meckert, sollte man erst mal schauen. Ist das geil? Zack, zack, zack.
Zack. Demnächst kommt dann ein neues Video von uns, Freizeitbeschäftigung für Frauen im Wohnwagen. Und da kommt diese Kühlschranktür ins Spiel. Nee, die Männer mögen doch immer solche ausgefallenen Sachen. Das ist doch, da spielst du dran rum und sagst zack, zack. Hier ist es gemütlich. Wollen wir mal reingehen? Okay, wir gehen mal rein. Ich ziehe meinen Schuh aus. Ein Smiley. Der kann angehen, aber geht noch nicht, weil die Batterie aus ist. Eingang oder auch die Durchkrabbelleiter. Leg dich mal hin, ob das passt. Dann haben wir einen Abonnenten gehabt, der uns gesagt hat, dass die Heizung neben dem Kinderbett absolut nicht geht. Gebe ich auch recht. Ich habe das nie so eine Heizung angehabt und ich weiß nicht, ob man die überhaupt nachts anhat, wenn man schläft. Oder doch, im Wintercamping auf jeden Fall. Ich habe vorhin mit dem Verantwortlichen hier geredet auf dem Platz und wir haben echt nur diese 3 Wohnwagentypen, die für uns jetzt hier irgendwie überhaupt in Frage kommen. Das Bad ist auf jeden Fall besser. Du hast hier ein Waschbecken. Nee, war doch Spaß. Du hast hier ein Fenster und was blöd ist natürlich die Toilette hier unten. Ich meine, die kann man bestimmt rumdrehen, aber das bringt eh nicht, weil die rund ist. Klar, du gehst hier ans Wasser und kannst ja nebenbei dich schminken, aber das ist ja das, was wir eigentlich nie wollten. Wir wollten ja das Waschbecken eigentlich draußen haben. Viele sagen ja, du benutzt die Dusche im Wohnwagen nie, weil du zum Sanitärhaus gehst. Was aber viele nie bedenken, wenn wir Wintercamping machen, dann gehen wir ja mit nassen Sachen nach Hause. Wo hängst du diese Jacken auf? Oder du, wenn zum Beispiel das Kind einpullert oder irgendwas anderes im Schlamm gespielt hat, dann legst du die einfach mal schnell in die Dusche hier unten rein und kannst die mal schnell waschen. Hast du nämlich eine ordentliche große Ablage? Und dann verbrennst du dir nämlich nie die Finger, wenn du dann hier mit Gas hast und dann hier in das Waschbecken rein musst. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. Wir passen hier schon nebeneinander. Wenn du dich andersrum hinlegst, wie wir es zu Hause immer machen, dann passt das genau wie so ein Viereck, da der Oberkörper ja vom Mann oben breiter ist als unten, sollte zumindest so sein, und bei einer Frau ist natürlich die Hüfte breiter als oben. Passen wir im Tetris-System, passen wir genau. Wie so ein Viereck, wir passen uns diesem Bett an. Wir formen uns zu einem Block zusammen. Ein Abonnent von uns hat ja unten in die Kommentare geschrieben, dass es sinnvoller wäre, die Stockbetten nicht am Eingang zu haben, weil die Kinder ja irgendwann schlafen gehen. Und du dann eben, wenn du rein und raus rennst, dass du eben die Kinder nervst. Hier kommst du halt rein, es ist eben halt alles sehr eng. Na, wie willst du zu 6 hier hin und her rutschen? Da musst du dich ja einsortieren. Weißt du, wenn 2 hier lang wollen, müssen erstmal die anderen 4 sich hier reinordnen. Dann können sie an hier vorbeigehen und dann gehst du wieder raus. Ich weiß nicht, das ist alles kompromissreich. Maria, die hat gesagt, ich soll mir jetzt unbedingt noch mal den Knaus Sport hier hinten angucken. Oh, das ist Modelljahr 2023, Knaus Sport 580 QS Tageszulassung. Das ist eigentlich genau das, was wir nie haben wollten, dass das Bett auf der rechten Seite ist. Also der gefällt mir nicht, weil die 3er-Stockbetten hier sind. Und das ist mir zu wenig Platz. Außerdem ist wieder diese Heizung genau neben Kinderbett. Das sehe ich auch nie ein. Finde ich überhaupt nicht schön. Und das sieht viel schmaler aus als in dem anderen Wohnwagen, den wir eigentlich kaufen wollten. Aber der hat eine separate Dusche und das ist ja schon mal schön. Guck dir das mal an, das ist doch nicht schön. Wenn ich hier da stehe, dann muss ich so runtergehen zum Spiegel. Das hat doch nichts. Also ich sehe das jetzt nie ganz so schwarz. Mir gefällt der Wohnwagen so an und für sich. Was halt so ein bisschen blödes ist, du hast halt keine Ausstattung dabei. Marco, für uns als so ein kleiner Kühlschrank, never ever. Der Wohnwagen ist ja für 5 Leute ausgerichtet. Also warum baut man dann so einen kleinen Kühlschrank ein? Aber die Sitzgruppe, setz dich mal da drüber, ist schon gut. Das Problem ist, hier hast du halt wieder den kleinen Kühlschrank und ich kapiere es nie. Dafür haben wir hier eine große Arbeitsfläche. Und die Frage ist, ob wir wirklich so einen großen Kühlschrank brauchen oder ob das... Man muss halt überall Abstriche machen. Nee, sorry. Also ich muss echt sagen, das ist bisher wirklich sehr ernüchternd. Es ist erstaunlich, wie der Gebrauchtwagenmarkt sich innerhalb von einem, ja, jetzt noch nicht mal 4 Monate so drehen kann, was die Angebote angeht. Wir haben jetzt hier noch den Hobby Deluxe 545 KMF IC Line. Boah, was für ein Name, ey.
ist, glaube ich, wie mit Klamotten oder wie mit Autos. Es gibt verschiedene Firmen, die haben einfach verschiedene Stile. Und dieser Stil, den wir wollten, verkörpert Knaus und verkörpert Detlefs. Was natürlich gut ist, dass du hier mehr Platz hast, aber das könntest du auch als Stauraum halt nehmen. Ne? Da hätte man noch irgendwas hinbauen können als Stauraum, dass du das bis hier vorziehst und dann so eine Klappe oder sowas. Das ist auch nur ein Schmutzfänger. Weißt du, was hier mir auffällt? Hier ist alles so scharfkantig. Wenn du hier so an diese Dinger fest, auch an diese Holzkanten, das ist alles ultra scharf. Das ist mir beim Kinderbett hinten aufgefallen. Ich habe irgendwie so eine Abneigung, dass halt das Bett direkt neben der Tür ist. Die sind ja eigentlich relativ flexibel. Und du weißt, dass ich aus allem irgendwas machen kann. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier in der Rundsitzgruppe sitzt und jetzt eben nicht so viel Platz ist, kann ich mich immer noch hier hinsetzen und kann mir hier einen Teller hinstellen. Und wenn du auf diesem Bett eine Tagesdecke drauf hast, ist es da auch ein ganz anderes Gefühl. Dann hast du eben hier eine Art Couch-Lounge noch, wo du dich eben mal tagsüber draufknallen kannst. Zieh mal den Tisch vor, bitte. So, dort hinten hast du doch so eine kleine Kante. Dort können sich doch die Kinder hinsetzen. Aber derjenige, der hier kocht, der hat dann auch nur noch so viel Platz. Also Schatz, wir müssen die ganze Familie Schatz, auf Diät setzen. Wir Schatz, müssen alle abnehmen. Ich möchte doch kochen. Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier nie in diese Lücke passe? Wenn ich schon Diät machen muss, dann machen das alle. Ja, genau. Und du bist der Einzige, der das dann nie einhält. Ich finde es halt blöd, dass das Waschbecken auf der Seite ist, ehrlich gesagt. Weil wenn ich hier koche, das hier aufklappe und hier 2 Töpfe stehen habe und hier fertige, dann habe ich hier so eine kleine Mini-Fläche, um hier irgendwas noch zu schnippeln. Das ist dort heiß. Und wenn du zum Wasser möchtest, dann kannst du dich natürlich an den großen Töpfen auch verbrennen. Genau. Und Wasser und Feuer ist auch nicht so lustig. Die Schränke sind schön, die gefallen mir. Weiß ist Ansichtssache, du hast ja gesagt, du magst nicht mal weiß. Allgemein, wenn man sich die Neuwagen anguckt, das ist so von der Gemütlichkeit, von dieser Holzoptik, was früher die Camper so ausgemacht hat, zu Sterilität. Ja. Als wären wir jetzt alle Ärzte plötzlich. Doppelbett finde ich eigentlich... Nee, aber es ist scharfkantig. Fass mal an der Seite dort an in dem Holz, dort oben. Ja. Oben. Das ist übelst scharf. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie kurz. Hier passt doch die Armlinie hin. Geschweige denn die Merle. Die Toilette ist schön. Zwar wieder eng, das ist halt immer so aber du hast hier oben nämlich so einen Spiegel, der ist einfach hoch und du siehst dich einfach. Wobei man sagen muss, wir haben bei uns zu Hause ja auch keinen Spiegel großartig hängen. Also wir sind das gewohnt, dass wir ohne Spiegel leben müssen. Das ist übrigens auch so der eigentliche Grund, warum wir den YouTube-Kanal gegründet haben, damit wir Vlogs drehen können, damit wir mal sehen, wie wir eigentlich aussehen. Die Tür in der Dusche. Komm, wir machen die mal zusammen auf. Hier. Ich als großer Kerl hier, gerade hier, wenn ich die Dusche aufmache, ich könnte hier auch problemlos duschen. Also das ist wirklich schön. Ach, das fetzt. Hier hat man wirklich genügend Platz. Hier haben wir wieder so einen doppelseitigen Kühlschrank, den man von beiden Seiten aufmachen kann. Herr von Hauptsache weg. Die Kinder haben es entdeckt. Das hast du in dem anderen Wohnwagen liegen lassen. Ja, deswegen habe ich mir Kinder angeschafft, die mir dann das Zeug hinterher räumen können, dürfen, wollen. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Fehler, aber der hat wirklich keine Heizung. Das ist ja mal ein Ding. Ich hätte jetzt gedacht, die Heizung müsste ja hier neben dem Kinderbett sein, aber... Also wir haben uns jetzt echt schon eine Menge Wohnwagen angeguckt gebraucht, aber ich habe noch nie einen gefunden, der keine Heizung hat. Hier ist aber cool für die Kinder. Da könnte man sich mal hier hinten hinsetzen. Hier ist ein kleiner Abschnitt und dann kann man essen. Und zwar hat der Händler uns natürlich auch was gesagt, worüber wir gar nicht nachgedacht haben. Jetzt haben wir hier eine Rundsitzgruppe mit so einem kleinen Anbau und einem großen Tisch. Und somit passen viel mehr Teller drauf. Und man sieht, dass Kinder hier hinten sitzen können und das eigentlich eine echt gute Sache ist. Und ich habe ja vorhin gemeckert, dass dieser Hobby hier keine Heizung hat. Jetzt hat mich der Händler auf was aufmerksam gemacht. Und zwar, wenn wir das hier umklappen, hat er quasi hier ein Komplettheizsystem drin. All-in-one aus Reisemobilen. Das haben die stattdessen hier reingebaut. Finde ich, ist eine interessante Idee. Er meinte auch, dass es wärmer macht und dass es effektiver heizt. Wir sind jetzt mit dem neuen Gefühl rein. Wir verabschieden uns jetzt von dem anderen Wohnwagen. Wir haben den Händler gefragt nach unserem Fall, was uns jetzt passiert ist. Und der hat nach 12 Jahren Erfahrung noch nie sowas erlebt oder gehört. Ihr habt uns ja sehr viele Tipps gegeben und wir werden jetzt noch mal aufschlüsseln, was für uns Priorität hat und was nicht. Erstaunlicherweise haben wir uns jetzt wirklich neue Denkanstöße geholt. Ja. Es gab einen Wohnwagen, wo der Grundriss mir echt zu denken gegeben hat. Und ich würde euch auch empfehlen, sprecht mit verschiedenen Händlern, nicht nur mit zweien. Bis zum nächsten Mal. Hauptsache weg.
Hauptsache los.